Wir sind 5 Schülerinnen der Goetheschule Harburg. Wir haben uns mit dem Thema das Novemberpogrom in Harburg beschäftigt. Das Novemberpogrom fand in der Nacht zum 10. November 1938 statt. In dieser Nacht wurden jüdische Geschäfte zerstört. Auch die Synagoge, die hier in der Eisendorfer Straße 15 in Harburg mal stand, und der jüdische Friedhof am Schwarzenberg wurden in Brand gesteckt. Zum besseren Verständnis dieses Themas haben wir uns mit dem Zeitzeugen Klaus Günther getroffen. Er hat als Kind miterlebt, was in dieser Nacht geschah. Ja, mein Name ist Klaus Günther. Ich bin geboren 1931, geboren und aufgewachsen in Harburg. In der Eisendorfer Straße 31 haben wir gewohnt, da sind wir ausgebombt. Und Eisendorfer Straße 15 war seinerzeit die Synagoge, das jüdische Gotteshaus. Ich guckte Zeit später, wie gesagt, aus dem Fenster und sah dann da einen SA-Trupp vorbeimarschieren. Das war aber nicht, normalerweise haben die immer Lieder gesungen und das war aber hier nicht der Fall, sondern die waren stumm sozusagen, aber es war da einer, der hat die Trommel geschlagen, ging alle paar Schritte, drrrm, drrrm. Also es war ein unheimliches Bild, was sich noch verstärkte dadurch, dass einige von den SA-Männern Fackeln trugen und brennende Fackeln. Und das spiegelte sich in den Fenstern wieder. Das war also ein Bild wie aus dem Film, das vergesse ich nie. Und diese Fackeln spiegelten sich in den Fenstern. Und dann mein Vater an der Spitze. Und mein Vater trug die Fahne. So, und ich war natürlich stolz. Mutti, komm mal her, Vati trägt die Fahne und so. Naja, und so, ja, und nun aber ab ins Bett, so. Ich konnte dann nicht einschlafen, weil es war noch etwas anderes. Als ich, bevor der SA-Trupp kam, gegenüber in der Eisendorfer Straße, ihr kennt das, dieses große rote Backsteingebäude, und da ist ja auch heute noch eine Schule drin. Damals war, glaube ich, Mädchen-Mittelschule zu der Zeit. Und hinter diesem Gebäude, ich habe dann später nachgelesen, was das war und wo das war, hinter diesem Gebäude, da war mit mal der Himmel, der war so rot und das waberte so hin und her. Ja, ich habe noch nie den Widerschein eines Feuers gesehen. Das Feuer stammte von einem Leichenwagen. Die haben sich also einen Spaß daraus gemacht. Und das war die eine Sache. Die andere, es wurden auch am jüdischen Friedhof in Harburg, wurden da auch Grabsteine umgeworfen. Der Mann, der kam also nach Hause und 1941 mussten die Juden den sogenannten Judenstern tragen. Gelber Stern, darauf stand Jude. Und den hat er mit der Aktentasche verdeckt. Und das war ja nun verboten. So, nun war ich eigentlich recht gut erzogen, wie man so sagt. Erwachsene sind Respektspersonen und hat man höflich zu sein und so weiter. Das war mir alles klar. Aber jetzt der tat ja nun was Verbotenes. Und das geht ja nicht. Und da habe ich gedacht, so, bei dem, weil er Jude war, bei dem kann ich mir was erlauben. Und da habe ich dann über die Straße rübergerufen, Itzig, Judenschwein. Und so, und dann passierte Folgendes. Da hatte ich damit mal eine Hand im Nacken und eine Stimme raunte mir ins Ohr, das musst du nicht tun, das sind doch auch Menschen. In dem Moment habe ich mich geschämt und mein Leben lang werde ich mich dafür schämen, dass ich das gesagt habe. Ich habe mich von dem Moment an, weil ich diesen armen Menschen da beschimpft habe und ihm sein Ansehen im Grunde genommen habe, ich habe mich mitschuldig gefühlt, als wenn ich da irgendwie Anteil mit hatte.
Ich kann nur sagen, nie wieder Krieg, nie wieder Diktatur. Und ich kann nur warnen vor jeglichen extrem politischen Ansichten, sei es extrem rechts oder sei es extrem links.